Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. So, wir haben das Flüchtlingslager beim letzten Mal auf den Kopf gestellt und jetzt setzen wir die Puzzleteile zusammen. Und das sind einige. Wie weit zurück muss ich denn? Es fängt hier schon an, ne? Oder? Nein. Okay. Also, er kam hier rein. Wo fangen wir an? Oh mein Gott. Da hinten? Nee, sie hat sich gewehrt. So, was hatten wir hier? Hier hatten wir ein Stöckchen. Hä? Was hat sich denn da jetzt... Hm? Nee. Er hat sich festgehalten. Denke ich. War da schon Blut? Oder ging das hier erst mit dem Blut los? Ja, ich glaube, der ist da drüber geflogen. Hat sich selbst verletzt. Nee. Ich glaube, das müsste es sein. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Wir haben wieder Gedankenspiele. Der Schurke wollte die Frau wegzerren. Der Schurke verletzte die Frau nicht. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um die junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Das stimmt. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte die Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben.
denke mal, ich kann immer noch nicht da rein. Back off. Ah. So, müssen wir jetzt mit dem... Ach, sie stehen, glaube ich, zusammen. Die stehen praktischerweise zusammen, also. You still here? Ja, sind wir. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Wie gelangte der Eindringling ins Lager? I've already told you all I've learned. Your problem, not mine. Ach nee, warte. Tätowierung. Verletzter Flüchtling. Tatort. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Hinweise aktualisiert. Sagt, dass er nichts über illegale Aktivitäten im Lager gehört hat. Es scheint allerdings nicht überrascht darüber zu sein, dass seine Kollegen in so etwas verwickelt sein könnten. Okay. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small Vielen clock Dank. can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Okay, wo ist die Dame, die wir suchen? Bestimmt noch dort, ne? Was ist das? Es geht im Flüchtlingslager vor sich. Einige Polizisten befürchten
Und der Angelegenheit, ja, das wissen wir ja. John schlägt vor, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Sagt, dass er nichts über illegale... Ja. Danke. Obwohl wir können... Aber ich bezweifle, dass sie mit mir sprechen wollen, oder? Could you help me? They often take us from the camp to work. Most don't mind though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Oh. Okay. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichte Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschleust werden. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Hey, John muss richtig stolz auf uns sein. Im Moment kriegen wir alles gut hin. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Kein Problem, wir machen nichts Böses. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Ja. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John. By a long shot. Definitiv Nayla doesn't nicht. want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Schauen wir uns erstmal die Gedankenspiele an. Der Vergewaltiger trug ein besonderes Kreuz. Nayla ist die Frau auf der Fotografie. Hätte mich auch gewundert, wenn das... Okay, was haben wir denn da? Dieser Mann kam nicht aus reinem Zufall her. Vielmehr spielt er eine sehr wichtige Rolle bei diesem Fall und seine Tätowierungen könnten mir
helfen, diese Rolle zu verstehen. Reizbereich. Zwei übereinander geordnete horizontale Linien mit einem Punkt darüber. Woher soll ich denn jetzt bitte das noch nehmen? Hinweis anheften. Woher sollen wir denn jetzt gerade noch die Infos nehmen? At least some of your kind have a hat. Thank you again. Er lebt noch. Nicht direkt weit. Warum ist Gedankenspiele denn schon wieder am Rumfunkeln? Da ist doch nichts mehr. Das hatte ich doch schon alles... Ja, klar, das hatte ich schon alles ausprobiert. Das hatte ich noch nicht ausprobiert, deswegen... Vergewaltiger ist ein hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangigen Staatsdienern verliehen, sowie dem Vergewaltiger auf dem Foto. Aber wonach genau suchen wir jetzt? Person Amtsträger. Zeitraum. Briten. Rechtsdokument. Tätigkeit vielleicht. Ach, jawohl. Informationen über Thomas Norton. Thomas Norton, geboren 1840 in London, 1864 Anschluss an der Universität Oxford, begann 1869 im Innenministerium als Sekretär zu arbeiten, wurde 1875 Militärattaché in Indien, wurde 1877 von der Queen mit dem Order of the Bath ausgezeichnet, wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten auf Cordona ernannt, mit eigenem Kabinett im Rathaus. Okay. Die gute Frau vielleicht, die draußen ist nach dem Fragen? Moment. Wo ist raus? Da ist raus. Fragen wir sie mal. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose in a way we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Have you found anything helpful? Oder warte mal. Kann ich hier irgendwo... Er hat sein eigenes Kabinett. Thomas Norton. Oh mein Gott. Really?
Really? Junge? Really? If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Mhm. Das ist er. Gerötete Augen, kein Schlaf letzte Nacht. Bartstoppeln, keine Zeit zum Rasieren. Da ist das, was die Gutste uns auch angemeldet haben. Britischer Ritterorden, abgenutzt, da immer getragen. Hallo? Roter Fleck? Wein? Fragezeichen? Schuhe? Vielleicht? Nein? Was haben wir denn sonst noch so? Was haben wir übersehen? Zerknitterte Kleidung, arbeitet immer sehr lange. Der Order of the Bath sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der rote Fleck auf seinem Handgelenk lässt vermuten, dass er vor kurzem Rotwein getrunken hat. Seine zerknitterte Kleidung, sein unrasiertes Gesicht und seine geröteten Augen deuten darauf hin, dass er an Schlaflosigkeit leidet oder von starken Schuldgefühlen geplagt wird. Er wirkt so, als ob er einen fortwährenden Albtraum durchlebt und am liebsten seine schrecklichen Erinnerungen und einstige Fehler loswerden würde. Feiert gerne viel. Der rote Weinfleck auf dem Handgelenk und das unrasierte Gesicht sprechen für eine laxe Einstellung gegenüber seinen Pflichten. Der Order of Bath sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der zerknitterten Kleidung und geröteten Augen nach zu urteilen. Was hat er denn jetzt gemacht für einen Sprung? Zu urteilen hat er die Nacht nicht zu Hause verbracht, statt sich die Nächte jedoch mit Arbeit um die Ohren zu schlagen, erweckt dieser Mann eher den Eindruck, dass er in dieser Zeit dem Alkohol und körperlichen Lasten frönt. Versuchen wir ihm jetzt mal... Moment, vielleicht wollte er die Frau finden lassen. Weil er die Schuldgefühle hat. Versuchen wir das? Ja, komm, wir versuchen das mal. Vielleicht ist es falsch, aber ich versuche, an das Gute im Menschen zu gehen. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it?
You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Oh mein Gott. Ich denke ja mal, wir können alles einmal durchgehen, also Blackmail. fangen wir mal von oben an. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Oh Gott, helfen Sie Naylor oder helfen Sie den Flüchtlingen? Wenn er den Flüchtlingen hilft, hilft er doch automatisch auch Naylor, oder? Ich glaube nicht, dass sie unbedingt seine Hilfe haben will. Deswegen... Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision.
Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Ah, okay, ich kann beides machen. Naylor Gut. deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Okay, wir haben wieder neue Gedankenspiele. Yay! Opfer des Systems. Die Flüchtlinge sind Opfer des unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Ja. Karriere des Angebot des britischen. Okay. Aber das geht noch. Abgesandte braucht die Fotografie. Der Abgesandte hegt ein eigennütziges Interesse an der Fotografie. In seinem Besitz wäre sie für ihn keine Gefahr mehr. Will seinen Ruf wahren. Oh mein Gott. Gnadenlose britische Abgesandte missbrauchte bei einem Fest die Geflüchtete. Wenn ich mit der Fotografie seiner Tat an die Öffentlichkeit gehen würde, wäre seine Karriere ruiniert. Er könnte jedoch den Flüchtlingen helfen, um dies zu verhindern. Gnadenlose Gerechtigkeit. Der britische Abgesandte verdient für seine Tat weder mein Vertrauen noch Vergebung. Eine ruinierte Karriere ist das Mindeste, was er verdient. Ich werde Werner Vogel die Fotografie geben, damit er die Sache an die Öffentlichkeit bringen kann. Oder das kleinere Übel. Thomas Norton ist ein Vergewaltiger, der bestraft werden sollte. Andererseits würden dadurch den Flüchtlingen ein besseres Leben verwehrt bleiben. Ich werde dem Abgesandten die Fotografie geben, damit die Flüchtlinge eingebürgert werden. Das ist eine schwere Entscheidung. Einerseits sollte das eigentlich an die Öffentlichkeit, wie ich finde. Andererseits ist die Meinung ist es in den meisten Augen doch dann eigentlich nur eine Flüchtlinge. Und halb so wild. Man hat es ja gesehen, wie die da abgingen. Also glaube ich fast, dass es, wenn ich ihm das Foto gebe und es nicht an die Öffentlichkeit geht, dass es eventuell, aber wir haben ja gesagt, wir wollen Gerechtigkeit. Aber er kommt dafür auch nicht ins Gefängnis, sondern er verliert ja nur seinen Posten. Oh Gott, was mache ich? Vielen helfen oder der armen Frau die Gerechtigkeit zubringen lassen. Also zukommen lassen. Na komm, wir sind knallhart. Gnadenlose Gerechtigkeit. Ja.
on, it's not like we've got anything better to do. Wir haben Besseres zu tun, meinst du? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Okay. Ich glaube, das entscheiden wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ihr alles gerne liked da. Falls ihr es noch nicht habt, doch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.